Nun, meine lieben Freunde, wenn Sie nicht nur das Leben Christi verfolgen, gehen wir ganz zurück, das heißt bis zur Geburt Christi. An diesem Tag werden wir doch so oft, das heißt alle Jahre erinnert. Nur natürlich müssen wir wissen, was für uns die Geburt Christi bedeutet, was Christus für uns ist. Ich weiß genau, dass die Menschen in dem Glauben leben, indem sie sagen, maßgebend sind mir meine leiblichen Eltern, was diese mir sagen, das ist ausschlaggebend. Was ihnen die Lehre Christi sagt, das kommt erst an zweiter Stelle. Naja, und meine Eltern leiern all das nur so herunter. Sie sagen, wir müssen zur Kirche gehen, wir müssen beten, ohne dass sie uns mal den Hinweis gegeben, dass wir mit ganzem Herzen dabei sein müssen und dass wir hier diesen unseren Herzenswunsch auch so weit dahingehend austragen, dass wir tatsächlich uns von all dem Bösen lösen und hier das Gute, das wahre Göttliche empfangen. Und nun, meine lieben Freunde, verfolgen Sie weiter jetzt das Leben Christi, was Christus für uns getan, was er uns auf unseren Lebensweg gegeben und wie er uns zu führen gewusst, was er alles von Gott, seinem Vater gesprochen, der auch gleichzeitig unser Vater ist, und dass wir ihm nur zu folgen haben, dass er nur das tut, so tut und hier uns so gibt, wie Gott es ihm gegeben, wie Gott es von ihm erwartet. Christus selbst hat uns viel Belehrendes gegeben, nur auch müssen wir die Worte Christi wirklich ernst nehmen. Wir müssen sie in uns herzlich aufnehmen. Wir müssen all das Gute, was er uns hier mit auf unser Lebensweg gegeben, bejahen und müssen da dann auch zu diesem Wort, zu diesem einen einzigen Wort Ja stehen. Ich weiß, dass Menschen leichtfertig sind. Sie sagen 100 Mal Ja und von diesen 100 Mal ist es so, dass sie einmal dieses Ja erfüllen und 99 Mal nicht. Und denn sie leben ja auch nicht in dem Glauben, dass sie sich selbst, vor allem, dass sie Gott für all das Rechenschaft schuldig sind. Sie sagen immer, ja, sie folgen und sie glauben und wissen heute noch nicht, was Glaube ist. Und sie wissen noch nicht, was Christus für uns bedeutet. Und sie wissen immer noch nicht, dass wir weiter nichts als ihm nur zu folgen haben. Er hat uns eine große Lebensaufgabe gegeben. Er hat uns so viel mit in unserem Erdenleben hineingetragen, dass wir all das selbst, auch als Einzelne gesehen, in die Tat umzusetzen haben. Das ist unser Weg, meine lieben Freunde, und kein anderer.